Leute, wir müssen uns unterhalten. Was habe ich da unter dem letzten Video gehört? Da müssen wir jetzt mal ran, ne? Da müssen wir einiges besprechen. Also, let's go. Bevor man so ein GT3 RS abholt und Ihnen ein Video zeigt, wird es ja immer Zeit, den Wagen in Szene zu setzen. Also, was erwartet euch in diesem Video? In diesem Video werden wir natürlich über das Auto nochmal sprechen. Wir werden in unser Ladenlokal gehen. Ich zeige euch das Ladenlokal von innen, wie der Stand der Dinge ist. Und über unsere Projekte, neue Parfums, allgemein, Family und so weiter, was uns beschäftigt. Das erste, wir hatten das im letzten Livestream schon gesagt, und zwar, Amorist, gibt es eine Reformulierung. Und zwar, wir haben jetzt hier noch unter 30 Flaschen. Die Sache ist so, Amorist als solches ist sehr gut, das Parfum war sehr gut, aber es war mir ein Ticken von der Performance zu schwach. Darum habe ich insgeheim das verändert. Der Herbert hat das dann im Livestream halt angesprochen und darum teile ich euch das auch mit. Wenn das Video online kommt, es kann auch sein, dass ich die jetzt einfach für mich behalte. Ja, weil das halt, ja. Also wir gucken mal, auf jeden Fall, wenn das Video online kommt, wird schon die neue Variante verschickt. Das heißt Amorist nur stärker. Die Duft-DNA hat sich jetzt nicht geändert. Nur wir haben zum Beispiel das Ambroxan innen drin etwas verstärkt und die Ingredients haben wir ein bisschen umgeschiftet, dass die Projektion und das Ganze einfach länger hält. Das wollte ich als erstes mitteilen und jetzt steigen wir mal ins Auto ein und fahren los. Ne? Also bis gleich. So, was habe ich gehört bei den Kommentaren? Ich habe mich nicht genug gefreut. Das war so der Tenor. Ja? Leute, am Ende, das Auto ist das beste Auto, was ich jemals gefahren bin. Und wir werden jetzt auch eine Runde drehen. Also ich habe jetzt das erste Mal mit so einer Keramikbremse arbeiten können. Und darauf hat sich das Warten schon gelohnt. Aber wir gehen mal rein. Das Thema ist ein bisschen vielschichtiger. Ja? Und darum würde ich sagen, steigen wir mal ein und drehen mal eine Runde, oder? Erstmal wir müssen verkaufen. Wir haben von Dr. Franjes, gibt es auch fürs Auto, einen Raumduft, den hatte ich in meinem letzten Auto auch. Lass mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Alter, in der Carbon-Optik heftig, ne? Ah, das ist ja absolut der Wahnsinn. Das Ganze auch als Kerze. Hier haben wir Oud Nobile, wie das hier funktioniert. Also man kriegt diesen Halter. Und da drin ist das hier. So, und das kommt jetzt hier rein. Und dann macht man das drauf. Und dann kann man hier noch so auf und zu machen. Okay, wir machen natürlich Vollgas. Dr. Franjes, wo kann man das denn hinmachen? Hier? Sollen wir hier reinmachen? Oder sieht das ein bisschen wack aus? Nicht, dass ich hier irgendwas kaputt mache, ne? Also, nee, wunderbar. Da finde ich, macht sich das gut. Von daher, wenn ihr einen Raumduft für euer Auto sucht, dann gibt es natürlich keinen Weg an Dr. Franjes vorbei. Performance-wise muss man wirklich sagen, Kerzen 10 von 10. Das sind die besten Kerzen, Preis-Leistung, die ich bis jetzt hatte. Von der Projektion und allem. Super. So. Guck mal, eine Katze. Oh, guck mal. Das könnte die Tiziana sein, die Katze. Ich liebe meine Katzen wirklich. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass in den Kommentaren geschrieben wurde, dass ich mich nicht genug gefreut habe über das Auto. Schaut mal, egal was ihr euch kauft, unabhängig davon, egal was, ob es eine Casio ist, ob es ein Parfum ist oder sonst irgendwas, das kann niemals darüber entscheiden oder sollte niemals entscheiden, ob ihr glücklich seid oder nicht glücklich seid. Diese Sachen sind als Belohnung gedacht. Das heißt, man erfüllt sich irgendwann irgendwas, man erreicht irgendetwas und man kauft sich das dann und sagt, gönn mir was. Dieses Auto ist ein tolles Auto. Es ist mit Sicherheit das von vielen ein Traum, dieses Auto zu besitzen. Und das ist auch gut so. Man braucht auch Ziele. Ne? Es geht auch nicht darum, der Konsum von Dingen ist nicht verwerflich. Nur Leute, ich sag mal so, es gibt immer Themen, die einen mehr und mehr beschäftigen. Mal habe ich auch keine gute Laune. So. Und das Auto, das hat sich sehr lange gezogen. Und ich freue mich jetzt, dass es da ist. Und macht auch Spaß, damit zu fahren. Aber es ist jetzt nicht lebensverändernd und sollte auch nicht lebensverändernd sein. Und man sollte auch nichts kaufen. Ihr solltet auch keine Uhr kaufen und davon ausgehen, dass es lebensverändernd ist. Von daher, ja, was soll ich euch sagen? Es ist, wenn man das unter dem Aspekt sieht, dann glaube ich, kann man auch manchmal verstehen, okay, der Marc freut sich vielleicht auch manchmal über diese Sache nicht, weil die sind nicht entscheidend. Sollte das Auto nicht da sein, sollte der Ferrari nicht da sein, sollte irgendwas anderes nicht da sein, dann wird sich mein Leben nicht ändern. Oder ich bin dann nicht unglücklicher. Und das sollte jeder verstehen. Ne? Und das im Übrigen übertragt sich das auch darauf, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wo die Pakete sind. Alle Sachen, die wir im Online-Shop haben, benötigt ihr nicht. Ihr wollt sie haben und sie machen euch Spaß und es ist ein Hobby und ihr sammelt das vielleicht. Aber es hat nichts damit zu tun oder es sollte nicht entscheidend sein, erstens dafür zu lügen, ne, weil Urlaub hat, ich brauche das für den Urlaub, sollte ein Geburtstagsgeschenk sein und so weiter. So viele Geburtstage gibt es gar nicht, ja, wie das uns oft geschrieben wird. Von daher denkt mal ein bisschen darüber nach und versucht da vielleicht auch etwas mitzunehmen. So, jetzt geht's weiter und zwar, wir sind auf dem Weg ins Ladenlokal. Ich schätze einmal, wir werden so ein Soft-Opening machen können in den nächsten
4 Wochen. Das heißt, wir sind ganz kurz davor, wir schauen uns das jetzt natürlich vor Ort an, wir sind ganz kurz davor, das Ganze zu eröffnen. Für die Eröffnung selber werden wir es jetzt nicht schaffen, Purple Flamingo schon ready zu haben. Also es ist so, dass wir einen speziellen Duft für Düsseldorf entwickelt haben. Es ist Orange Flamingo, unser bestlaufendster Duft, in derselben Konzentration, auch 40% Duftölanteil, aber mit einem Twist. Wir wollten quasi, was Düsseldorf ausmacht, ein bisschen damit einbringen. Und was macht Düsseldorf aus? Ja, es ist die Königsallee, das ist einer der luxuriösesten Verkaufsstraßen in Deutschland. Überhaupt alle Geschäfte sind dort. Und was ist sonst noch teuer? Natürlich Oud, aber das passt nicht so zu Orange Flamingo. Wir haben es ausprobiert und es ging leider nicht, sondern was da reinpasst, ist Iris, die Sauberheit. Und ihr wisst, die Irisblüte als solches ist sehr, sehr teuer. Darum wird, was ihr erwarten könnt, ist einfach Orange Flamingo in Verbindung mit Iris. Ja, also das heißt, es wird ein bisschen Karotte drin sein, es wird ein bisschen Iris mit drin sein und die Performance ist super. Es ist ein sehr, sehr langanhaltender Duft, wie ihr es auch gewohnt seid. Und ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass wir in 4 Wochen das exklusiv in Düsseldorf präsentieren werden für eine gewisse Zeit. Wir haben mit dem Herbert auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, der Duft ist zu gut, um ihn nur lokal zu beschränken. Soll ihn auch mit nach Amerika nehmen und das wird mehr Sinn machen. Da gebe ich ihm auch recht. Das heißt, wir werden für die Anfangszeit das Ganze in Düsseldorf machen und dann soll er aber auch irgendwann online auch verfügbar sein. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das ist ein sehr, sehr gelungener Duft, wie immer, auch von Chris Carbonell. Und da freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir Killer Instinct. Das Video ist schon abgeschlossen. Der Artikel befindet sich noch nicht ganz in Produktion, denn wir warten immer noch auf ein Sample von der Flasche. Ja, da warte ich drauf. Die Duft-DNA ist fertig und nachdem wir diese Sampleflasche bekommen haben, muss es dann nur noch in Produktion gehen. Also da gehe ich auch mal davon aus, dass wir das Ganze in diesem Jahr wahrscheinlich releasen werden. Und das heißt, es wird 2 Düfte noch geben. Der nächste Duft, der Kirsche-Oud-Duft, der braucht noch ein bisschen. Also da werden wir noch mal ein bisschen nachhören. Das wird eher etwas im Frühjahr bis zum Sommer hin im kommenden Jahr. Und dann schauen wir mal. Wir haben einige andere interessante Dinge noch in der Pipeline, aber wie ihr wisst, es dauert einfach. Und das sollte es mal zum Parfum-Thema gewesen sein. Gleich, wenn wir im Ladenlokal sind, zeigen wir euch auch, wo das Ganze sein wird, wie ihr reinkommt, was für Regeln es auch vielleicht vor Ort geben wird. Das ist ganz, ganz spannend. Sonst, wenn wir nochmal zum Auto zu sprechen kommen, das Fahrgefühl von diesem Porsche GT3 RS ist unbeschreiblich. Die Genauigkeit, die ich bei anderen Autos, die ich auch fahre, vermisse. Diese Sicherheit auf der Straße ist wirklich, da kann niemand anderes mithalten. Man hat so eine präzise Lenkung und dazu ist das Bremsverhalten einfach nur Wahnsinn. Also das Sicherheitsgefühl, was das Auto vermittelt, ist echt super. Und man muss natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an Porsche Dortmund sagen, auch an den Nils, dass er es mir ermöglicht hat, das Auto zu bekommen. Und das ist einfach nicht selbstverständlich. Wir haben es noch nicht geschafft, jetzt alles auszufahren. Ich weiß, wofür die einzelnen Knöpfe sind. Ich selber habe es aber jetzt noch nicht im Track-Modus ausgefahren. Was kann ich euch sonst mitgeben? Der Sound ist super. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich wollte mal einen Test machen. Nico hat ja den alten GT3 RS und dann wollten wir mal soundmäßig gucken, ne, welcher lauter ist. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Von daher, da kann ich nur sagen, Porsche hat mal wieder das Beste rausgeholt, was man aus einem Auto rausholen kann. Jetzt natürlich die Frage, GT2 RS, wann wird der kommen? Noch mit einem Turbomotor, Turbolader? Das wird, denke ich, nochmal sehr, sehr spannend. Aber sonst ist das aktuell das beste Auto, was ich jemals gefahren bin. Ich bin sehr zufrieden und fühle mich super sicher in dem Auto, auch wenn ich jetzt nicht so der Schnellfahrer bin. Aber das gesamte Verhalten ist einfach toll. Wir haben das Auto so konfiguriert zusammen, dass wir gesagt haben, hier diese Rille kann man ja nicht verändern. Und die ist immer in der Farbe Gelb. Und darum haben wir halt alle anderen Farbakzente auch in Gelb gewählt. Das war die Hintergrundidee im Innenraum. Wir haben eigentlich, würde ich sagen, Full Options gewählt, aber wir haben das Weißdachpaket und wir haben auch den Überrollbügel in Carbon, wir haben Dach, alles. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem Weißdachpaket nochmal zusammenhängt, aber wir haben uns Mühe gegeben, das Auto so auszustatten, dass wir optisch und natürlich auch von der Performance her den besten Deal haben. Wir haben mit Sicherheit ein paar Kleinigkeiten rausgelassen, aber im Groben und Ganzen ist es das. Der Hamid soll das Auto auch nochmal im Stil des alten GT3s, wisst ihr, mit dem Xerchoff-Logo, Orange Flamingo und so weiter, auch nochmal folieren. Ich weiß aber nicht, da er auch sehr eingebunden ist. Das müssen wir nochmal separat angehen. Aber so sieht aktuell der Plan ums Auto aus. Und wenn wir den Laden in Düsseldorf aufmachen und so, werdet ihr mich mit Sicherheit da auch mal durch die Straßen fahren sehen. Viele Leute haben mich auch schon gesehen, muss man sagen. Und so sieht das Ganze aus. Und was passt zum Ende des Jahres? Wir gehen ja jetzt langsam November, Dezember. Das Jahr ist vorbei. Und da kann man auch nur jedem mit auf den Weg geben, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Wo möchtet ihr hin?
Was möchtet ihr erreichen und was ist der Plan für eure Zukunft? Wir als Unternehmen können eine gewisse Perspektive bieten, falls ihr euch beruflich verändern möchtet. Wir haben ganz verschiedene, ich glaube, wir suchen aktuell, 7, 8 Positionen. Wir haben in Düsseldorf ja immer, also es läuft ja mit einer Schleuse. Wir brauchen da jemanden, der ein bisschen über alles drüber schaut, die Schleuse auch bedient. Ihr wisst ja, wenn wir Aktionen fahren und das Ganze auch im Ladenlokal, könnt ihr euch ja ausmalen, dort vor Ort auch immer sehr viel los sein wird und da nur eine begrenzte Anzahl im Laden zugelassen ist oder von uns gewünscht ist, muss dann der Türsteher da auch ein bisschen danach dem Rechten gucken. Dann haben wir E-Commerce Manager, das heißt jemand, der sich um den Online-Shop kümmert. Wir haben auch hier nochmal Videografen. Falls ihr sagt, Parfum oder Uhren oder Edelmetall, das ist etwas, woran ich super viel Spaß habe und ihr möchtet im Ladenlokal arbeiten, dann bewerbt euch gerne, schaut auf unserer Webseite unter dem Punkt Karriere vorbei. Da gibt es sehr viele Themen und natürlich auch Uhrmacher. Das leidige Thema Uhrmacher, da hätten wir natürlich auch jemanden gerne vor Ort, der das Ganze an sich nimmt und da die Lücke von uns füllt. Also, wenn ihr das Jahr neu beginnen wollt, dann ist jetzt die Zeit, hier bei uns durchzustarten. So, jetzt sind wir hier. Also, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, wir sind hier auf der Blumenstraße. Und das hier ist der Eingang, ist noch beklebt. Wir werden hier 2 Fenster haben. Hier wird auch so eine neue Art von digitaler Anzeige sein. Und jetzt gucken wir mal, gehen wir mal rein. Zack. Rein. Ui, da muss man auch aufpassen hier. So, und jetzt sind wir hier drin. Wenn wir jetzt hier reinkommen, der Plan wird wie folgt sein. Wir haben auf der rechten Seite unser Parfumregal. Das heißt, hier werden die einzelnen Marken aufgeteilt. Aber wir werden auch super viele Accessoires reinstellen, die ihr auch kaufen könnt. Irgendwelche Collectibles oder andere Dinge. Dann zur linken Seite wird es die Gebauer und Gebauer Kollektion geben. Hier werden wir alle Artikel haben. Wir arbeiten ja auch aktuell noch an einer etwas jüngeren Marke, die zu einem etwas günstigeren Preispoint geben wird mit dem Namen 3.3. Dazu zeitnah ein paar neue Informationen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier auf der linken Seite ist dann die Umkleidekabine. Ja, vor Ort werden wir so circa 3 Mitarbeiter sein. Und die eiserne Regel ist, weil das habe ich früher immer gehasst, wenn 10 Kunden im Laden sind und als Verkäufer kommt man nicht hinterher und so weiter. So viele Verkäufer wie hier drin sind, so viele Kunden wird es auch geben. Ihr könnt nicht einfach nur reinkommen und einfach so mal umschauen oder sonst irgendwas. Man muss sich schon, also wenn ein Kundenberater Zeit für euch hat, ihr müsst auch nichts kaufen, darum geht es nicht, aber der sollte schon jemand bei euch sein und hier wird nicht einfach so bei rumgelaufen. Hier in diesem Bereich wird noch was ganz, ganz Tolles passieren. Und zwar hier gibt es eine Corner von Clive Christian. Davon gibt es nur ganz, ganz wenige in Europa und wir haben eine bekommen, weil wir Clive Christian natürlich auch so sehr lieben. Die teuerste und eine der besten Marken der Welt wird hier eine eigene Corner bekommen. Sehr, sehr stark. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ja, dann geht's hier in diesen Dschungel rein. Warum habe ich das Ganze gemacht? Es war so eine spontane Idee von mir. Into the Jungle. Ja, wir brauchten irgendeinen Eyecatcher und ich finde das mit dem Boden und so, das harmoniert schon sehr, sehr cool. Vielleicht machen wir hier auch noch irgendwelche Regale hin oder so, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach einen coolen Vibe. Wenn man hier reingeht, guckt auch so nach oben, das hat irgendwas, finde ich. So, das hat mir halt sehr gefallen. Das heißt, hier wird es eventuell auch noch Produkte geben. Aktuell, glaube ich, brauchen wir den Platz erstmal so nicht. Aber ja, so. Dann geht's weiter. Hier werdet ihr einige, Similarities sehen. Das ist mein Zimmer und hier haben wir versucht, alles gleich zu machen wie in meinem Büro auch. Decke gleich, Farbton gleich, Karte gleich, Stuck gleich, alles gleich. Und hier hinten wird es dann, es wird dann der Raum sein, wo Uhren ausgestellt werden oder Edelmetall. Wir werden hier am Standort nicht so viel haben. Wir werden auch hier natürlich bargeldlos unterwegs sein. Ihr könnt nicht vor Ort mit Bargeld bezahlen. Das ist nicht unser Thema. Dafür gibt es hier im Umkreis super, super gute andere Händler, bei denen ihr bar bezahlen könnt. Aber wir werden das Ganze nicht anbieten. Übergaben kann man hier vereinbaren. Das heißt, ihr könnt gerne hier Uhren mal anfragen und dann könnt ihr euch die mal hier anschauen. Aber im Wesentlichen soll es hier dann schon sein, dass dieser Raum auch nicht öffentlich zugänglich ist. Wir haben von Luxoria aus Hamburg eine tolle Ladeneinrichtung bekommen. Vintage Patek Philippe, also Schaustellkästen. Und das wird hier noch alles seinen Platz finden. Hier kommt noch eine Couch hin und das wird schon, denke ich, eine super Sache sein. Ja, sonst muss man sagen, was ist noch schön geworden? Alter, guck dir das doch mal an. Hier haben wir, das ist aber echt super schön geworden. Guck mal hier. Hier haben wir aus dem Spa-Bereich, was wir bei uns im Spa-Bereich haben, dieselbe Technik hier oben angebracht. Da hat der Andi aber eine 10 von 10 abgeliefert hier. Wow, richtig schön. Bisschen grün, das doch mal ein Toilette, oder? Wunderschön, sehr, sehr schön.
Toll. Hier gibt es auch nochmal so eine Ablagefläche. Hier könnte man eigentlich Parfums reinstellen, aber jeder, der mich kennt, weiß, der hat auch mal damit schlechte Erfahrungen. Ne? Hat mal ein Kunde was geklaut. Sehr cool. Ja, das ist so das Update zum Ladenlokal. Ich denke mal, innerhalb der nächsten, ihr seht ja, es fehlt nicht mehr so viel. Wir werden zeitnah hier aufmachen können. Vielleicht auch mal ein paar Streams vor Ort machen, je nachdem, wenn ich noch hier bin. Aber das lässt sich doch schon mal sehen. Richtig viel Fläche. Wir werden natürlich noch ein paar Sachen hier aufstellen. Aber sonst, wenn man jetzt mal hier sagt, okay, ne, hier kommen die Parfums hin, da kann man schon super mitarbeiten. Mit der gesamten Auswahl natürlich, die wir auch online haben, werden wir auch hier am Start sein. Und es werden immer noch mehr Marken dazukommen. Wir kämpfen natürlich immer dafür, dass wir auch neue Marken bekommen. Aber die Parfümindustrie ist ein bisschen eingeschlafen. Und darum, die Leute, die jetzt an meiner Seite sind, die werden natürlich umso mehr promoted und gepusht. Und ja, so sieht das Ganze aus. Muss man jetzt noch mal ein bisschen gucken. Ne? Ich sehe, hier ist ein Tisch und so. Wahnsinn. Ja, wir haben noch andere Sachen. Ich habe ja auch noch alte Möbel bekommen von einer netten Familie, die wirklich sehr alt. Die haben die aus Singapur und so weiter. Und die waren nicht unbedingt teuer, aber die spiegeln schon sehr meinen Stil wider. Also ihr werdet hier auch noch einige Elemente sehen, die ja diesen ganzen Vibe, den wir bei uns zu Hause auch haben, der das Ganze hier zeigt. Wenn ich jetzt so hier bin, muss ich sagen, das ist schon eine heftige Sache. Also das hier wird schon, glaube ich, da kann man hier schon ein bisschen, da kann man hier schon mal ein bisschen verkaufen, Leute. Ne? Da kann man hier schon mal ein bisschen, kann man sich mal 3, 4, 5 Parfums mal so mitnehmen. Zack, die Karte durchziehen. Ne? Einfach mal so, einfach mal, ja, mal mitnehmen. So, dann würde ich sagen, wir fahren wieder zurück. Was kann ich euch sonst noch sagen? Ja, wir haben ja Nachwuchs bekommen. Ich poste jetzt nicht so viel darüber. Ne? Ich habe eine Tochter bekommen, das zum Ende noch hin. Und ja, was kann ich dazu sagen? Sie arbeitet noch nicht. Sie ist jetzt schon fast 3 Monate alt, gerade im Urlaub mit der Mama. Und die Victoria und die Malika, die sind unterwegs. Die sind nach Dubai geflogen, haben kurz ein bisschen Sonne aufgetankt und kommen jetzt wieder. Aber ja, ich war nicht dabei, weil ich arbeiten musste. Ja, sonst bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Es hat mir eine Menge Freude gemacht, mit euch mal so ein bisschen den Real Talk-Austausch zu machen. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr euch freut, welche Themen, die wir gerade besprochen haben, findet ihr super. Und dann sehen wir uns, denke ich, beim nächsten Livestream wieder. Und bis dann, ciao.